Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Heute werde ich die Performance von Jessie J analysieren, als sie in Japan vor 2 Jahren My Heart Will Go On live performt hat. Ich bin sehr gespannt, denn ich kann mir vorstellen, dass Jessie J auch so ein bisschen eine eigene Version daraus gemacht hat. Vielleicht eine souligere Version oder vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Ich stoppe gerade ungern, weil das gerade so schön ist. Also es ist eine sehr gefühlvolle, sehr emotionale Version. Ich glaube ihr jedes einzelne Wort. Sie ist auch so authentisch immer, wenn sie singt. Aber wenn man covert, manchmal ist es schwer. Ne? Das ist nicht der eigene Song, aber meine Güte, also das ist schon mal fantastisch, was sie gerade macht. Sie singt das etwas beltier, also mit mehr Bruststimme als Celine Dion. Celine Dion hat den Anfang sehr, sehr hauchig gesungen, also mit viel Luft. Sie hat auch einen etwas breathy Sound hier für den Anfang, was auch sehr schön klingt. Sie atmet sehr oft sich. Every night in my dreams I see you, I feel you. Also sie atmet jetzt jeden Absatz. Celine Dion hat mehr verbunden. Every night in my dreams I see you. Also sie hat ein bisschen weniger geatmet, würde ich mal sagen, zwischendurch. Aber ja, stört mich jetzt überhaupt nicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach, wie schön dieser Riff da. Go on and on. Keine Ahnung, ich habe jetzt improvisiert, das war jetzt nicht so. Die sind so geschmackvoll, diese Riffs. Also sie macht ab und zu so ein da, ein dort, aber sehr geschmackvoll, nicht zu viel, nicht übertrieben. Der Song ist immer noch der Song, zumindest bis jetzt. Das ist nur ein bisschen an Jessie J angepasst, weil sie ja das singt. Sie singt den ersten Refrain schon in der Bruststimme. Wherever you are. Oder keine Ahnung, sie macht auch so einen Riff. Das ist schon volle Bruststimme. Celine Dion hat die ersten 2 hohen Töne im ersten Refrain in Mix gesungen. Wherever you are. Also sie hat once more you open the door. Also sie hat ein bisschen hin und her geswitcht. Ne? Sie macht das schon in der vollen Bruststimme. And never let go till we're gone. Love is when I loved you, one true time. You, I loved you. Also sowas, das ist ja so cool. Das ist jetzt reharmonisiert worden. Ne? Also jetzt sind die Akkorde ein bisschen anders als im Original. Das ist ein bisschen souliger. Wunderbar, perfekt. Der Chor, das Orchester, das klingt so wunderbar. Das muss ich jetzt mal sagen. I hold you. Oh, das Lächeln, dieses Oh ist perfekt. Das ist perfekt.
dieser Riff am Ende, das ist wundervoll. Sie, wie gesagt, ist jetzt beim zweiten Refrain auch full out, nenne ich das manchmal so. Also Bruststimme noch ein bisschen lauter. Sie spart ja nie, ne? Also sie singt immer ohne Reserve. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich, finde ich, wenn man immer auf Anschlag singt. Aber natürlich klingt das dann auch so emotional, ne? Jetzt kommt der hohe Ton. Stopp, wieder sehr ungern. Okay, der erste hohe Ton, das ist der schwierigste, vor allem das ist der mit dem meisten Druck, weil jeder wartet am Ende des Tages, seien wir ehrlich, auf diesen Ton. Das ist halt so. Und da ist halt der Druck groß und auch der Druck manchmal auf den Ton. Sie singt das sehr schön. Ich höre so ein bisschen dieses Pushing. A little bit, you know. Also, das ist there's nothing I fear. Also, schon sehr breit. Sie singt im Vokal sehr breit. Das ist ein bisschen gefährlich auf dieser Höhe. Man müsste es am besten, um safer zu sein, ein bisschen decken. There's nothing I fear. Also ein bisschen mehr, nicht so ganz breit, aber ist trotzdem super gemacht. Geil, Forever This Way, das war wunderschön, das war Perfektion. Sie hat das ein bisschen mehr gedeckt und war nicht so breit. Das ist auch das Wort, das hilft. Forever ist leichter in diesem Fall als nothing. Obwohl das N eigentlich normalerweise ein Konsonant ist, was hilft, nach vorne zu kommen. Aber die Stelle ist ein bisschen, die verleitet zum Pushen ein bisschen. Und Forever This Way ist ein bisschen weicher, der Aufstieg sozusagen. Ne? Dieses Legato hilft da beim Wort Forever. Jetzt geht's hier weiter. Gänsehaut, Kloß im Hals gerade, das ist unglaublich. Sie singt jetzt auch noch diesen langen Ton. Was ist das? Ein C. Sie singen da diesen langen Ton auch noch. Das ist nicht in der Originalversion drin. Fantastisch, wunderschön. Ich glaube, sie macht noch weiter. Das ist noch nicht vorbei hier. Okay, es hat ja noch nicht gereicht, was sie bis jetzt gesungen hat. Jetzt singt sie noch ein Refrain. Das ist auch nicht in der Originalversion von Celine Dion drin. Also sie singt den Refrain noch ein letztes Mal, denke ich mal. Und zwar mit diesem unglaublichen Run da. Sie hat auch gepusht, ne? Also das hat sie wirklich von unten nach oben ein bisschen geschoben. Auch der Druck, den zu kriegen. Dann gibt man alles, dann gibt man 180%. Keine Reserve, dann singt man wirklich auf alles, was man hat. Und das kann ein bisschen Crack, ne, so ein bisschen Bruch geben. Was ich jetzt höre, ich glaube, das war auch gewollt, ein bisschen. Man kann es ein bisschen decken. This way. Na, das ist ein bisschen mehr Kopfkomponente drin. Dann ist es ein bisschen safe. Aber was ist jetzt auf dem G, auf dem gebälteten G, da oben safe? Nicht viel. Perfekt. Irre.
Position. Wow. My heart will go on and on. Also sensationell. Das Ende ist auch wunderschön. Also sie hat es geändert. Ne? Am Ende ist diese Humming, dieses Summen von Celine Dion. Ne? Das macht sie nicht. Dieses Summen ist auch wirklich der Killer. Ich muss sagen, nachdem man da oben diese Akrobatik gegeben hat im Belting, dann kommt dieser leise Summen, dieses leise Summen, was auch noch so viel Luft kostet. Sie macht eine andere Version, ein anderes Ende, auch wunderschön. Ich bin begeistert, also ich finde, das ist eine der schönsten Live-Performances, die ich jemals gesehen habe. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Thumbs up und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wenn ihr auch eine Performance von mir analysiert haben möchtet. Schreibt es gerne auch rein, dann versuche ich in einer meiner nächsten Folgen darauf einzugehen. Dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß bis dahin. Ciao!